Ich vermute mal, Skistiefel hat er nicht so oft an, weil keine Zeit. Und eine Sprungschanze dürfte er wahrscheinlich aus versicherungstechnischen Gründen ohnehin nicht runterfahren. Denn wenn sich David Garrett die Hände oder gar die Finger bricht, wird es schwierig. Wir werden heute natürlich mit ihm nichts veranstalten, das in ähnlicher Weise gefährlich sein könnte. Wir wollen in der nächsten halben Stunde so ganz entspannt einen Kaffee mit ihm trinken. Und er will ja vielleicht nur spielen, denn seine Geige hat er dabei. Tja, und diese Leidenschaft ist wieder in eine neue CD geflossen. Ich bin ja schon fast peinlich berührt. Das war so lieb, der Beitrag. Ja? Hat er dir gefallen? Ja, war fast schon zu viel. Oh, sehr lieb. Dankeschön. Das ist schön. Da freuen sich die Kollegen, die den ja immer mit sehr Danke. viel Liebe auch vorbereiten. Das hören die jetzt. Die sitzen da oben in der 8. Etage. Sehr gut. Nee, aber wir haben uns wirklich, also der eine O-Ton von dir, wenn du eine Woche nicht spielst, ist es dann wirklich so, dass du 2 Wochen brauchst? Oder ist ja jetzt egal, aber dass wirklich so eine lange Zeit dazwischen ist? Es ist natürlich wahnsinnig viel Feinmotorik. Das muss auch irgendwie alles sauber natürlich irgendwie sitzen. Dementsprechend machst du natürlich schon, ich weiß nicht, der ein oder andere hat es hier vielleicht im Studio gehört, bist du die ganze Zeit irgendwie schon am Basteln an dem Instrument. Einfach weil es dazugehört. Das ist echt wie Sprechen. Also man muss wirklich dann auch das jeden Tag irgendwie machen, um die Artikulation nicht zu verlieren. Also tatsächlich, auch ein Profi von deinem Niveau übt jeden Tag immer noch. Ja, so gerade. Gerade. Sonst wäre ich ja kein Profi. Nee, aber es ist, ich hätte gedacht, wenn man das einmal drauf hat, so, dann... Ach, das ist Wunschdenken. Leider. Schön wär's, Ja, schön wär's. Es wäre toll, wenn das so wäre. Ja, Du, in der Arbeit. Tat, du bist also nicht zu spät gekommen, noch rechtzeitig da gewesen, aber wir hörten dann, als du da warst, weil es überall bei uns auf den Gängen Ihr habt eine schöne Akustik. viele, sag ich mal. Denn du kamst ja gerade von der Probe zur Goldenen Henne. Richtig. Proben sind ja oft chaotisch, aber in dem Falle lief es gut, hast du vorhin schon gesagt? Wir haben ein tolles Konzept. Wir machen morgen Born in the USA vom neuen Album. Und ich habe damals schon, das hat man auch kurz in dem Beitrag gesehen, einmal mit Viva la Vida, Ja. dieses Pedalboard. Das heißt, man loopt sich dann selber. Und das selber machen wir jetzt mit Born in the USA. Cool. Und das wird richtig spannend. Ich freue mich da echt riesig drauf. Ist auch eine schöne CD, Rock Revolution heißt sie. Es sind, ich muss gucken, 15 neue Songs, also gut bekannte Songs, die du also völlig neu arrangiert hast. Ja. Hat heute auch die ganze Zeit bei uns natürlich im Büro im CD-Player gesteckt. Und jetzt, liebe Zuschauer, ich habe es zu Beginn der Sendung ja schon gesagt, es gibt Überraschungen für all jene, die David Garrett morgen live erleben möchten. Und sie haben nämlich die Chance, live dabei zu sein bei der Goldenen Henne. Wir verlosen 4x2 Freikarten. Sozusagen. Sie müssen anrufen 0182 15 15 13. Vorsicht, das ist nicht die Nummer zu uns ins Studio. Das ist die Zuschauer-Hotline. Und die 4 schnellsten, die haben jetzt Glück. Viel Glück, würde ich sagen. Was denn? Du bist ja dabei, auf jeden Fall. Tolle Show. Also ich meine sagen zu können, dass ich habe es letztes Jahr schon erlebt, dass immer wieder eine aufregende, aber auch wirklich schöne und warmherzige Show ist. Jetzt kommen wir mal zu deiner neuen CD. Also, was auffällig ist, du hast eigentlich davor immer so ziemlich jedes Jahr eine rausgebracht. Diesmal hast du die 2 Jahre Zeit gelassen. Ja. Und ja, ganz easy. Und du bist auch, Ja, wenn ich 9 das, CDs in 9 Jahren. Ich glaube, da kann man auch mal so ein bisschen eine kreative Pause auch ganz gut gebrauchen. das glaube ich auch. Aber du bist auch da mit einem neuen Instrument zusammengewachsen, habe ich gelesen. Ja, ich habe jetzt sogar noch diesen Schritt gewagt, auch mal mit der E-Geige zu experimentieren. Und zwar fing das an mit dem Track Purple Rain. Hat man gerade ganz kurz einen Beitrag gesehen, wo ich gemerkt habe, dieses Instrument ist zwar wunderschön für den Anfang, diese aber dann, wenn dieses wirklich sehr symphonische kommt und du musst wirklich da durch, wie das Prince mit seiner E-Gitarre geschafft hat, das hat dann nicht funktioniert. Und dann habe ich echt zum allerersten Mal das probiert und wollte das auch. Und dann ist es wirklich so toll herausgekommen im Studio, dass ich gesagt habe, boah, das könnte eine ganz neue Richtung sein. Dann haben wir das auch mit eingebaut bei anderen Stücken, zum Beispiel bei Led Zeppelin, Stairways to Heaven. Und da gibt es auch ein sehr spannendes Duell zwischen E-Geige und E-Gitarre, was ich toll finde, habe ich zusammen mit Frank van der Heijden geschrieben. Also es ist ein sehr schönes Rockalbum geworden. Jetzt haben wir natürlich nicht diese Profi-Ohren wie du, aber kann man denn als Laie den Unterschied zwischen der
Geige und deiner klar, hören? natürlich. Hört man. Oh ja, oh ja. Also ich habe ja auch mit dem, mein Vorbild, mein tonliches Vorbild bei der E-Geige war halt nicht die E-Geige per se, die man so kennt, die ich jetzt, hat mich jetzt nicht so fasziniert, sondern ich habe echt mich orientiert an den, auch von der Technik und der Spielweise, an die großen E-Gitarristen, Hendrix, Jimmy Page. Das waren so diese Soundbeispiele, die ich versucht habe, dann auch auf meinem Instrument irgendwie umzusetzen. Und das war das Spannende. Okay. Ja. Ach cool, ja, völlig neue Erfahrung, glaube ich. Das ist echt irre. Wir hören jetzt mal rein. Wir haben das so ein bisschen zusammenfließen lassen. Tolle Songs, allesamt auf der CD. Und so ein paar Momente können Sie jetzt mal genießen. Und bis gleich. Es gibt eine interessante Geschichte. Erstmal haben wir hier mitgezittert, weil wir haben die E-Geigen kurz Es war gesehen. kurz davor. Es war kurz davor zu passieren, aber naja. Gut, aber wir haben sie wenigstens mal kurz gesehen, wie du sie gewechselt hast. Ja, okay, aber interessante Geschichte. Na, ist mir nur gerade noch mal in Erinnerung gekommen, dass für dieses Stück Bittersweet Symphony, was ja nun wirklich jeder kennt, ist eigentlich original von Keith Richards. Und da habe ich mir echt überlegt, eigentlich im Original ist es, ich will nicht sagen monoton, aber es zieht sich schon so ein bisschen hin. Und dann war die Idee, ja, es ist ein sehr frühklassisches, fast schon barockes Thema. Womit können wir das irgendwie musikalisch verbinden? Das habe ich schon damals mit Smooth Criminal gemacht von Michael Jackson, da den türkischen Marsch von Mozart mit einzubinden. Und da ist uns halt aufgefallen, ja, lass uns doch den Kanon von Johann Pachelbel nehmen. Weil das wunderbar reinpasst auch so in diese Atmosphäre. Und insofern sind das zwei Stücke vermischt. Ein sehr klassisches und natürlich ein Pop-Rock-Song. Witzig, wie sich sowas spontan ergibt, offensichtlich ja auch. Das sind dieselben Harmonien. Ich versuche das ja auch immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass klassische Musik ja nicht anders funktioniert als die Musik, die wir heutzutage hören. Und es basiert alles auf einer gewissen Harmoniefolge, die natürlich auch schon oft funktioniert hat und oft nicht kopiert, aber halt vom Gefühl her dann wieder so geschrieben worden ist. Und dementsprechend bedienen wir uns seit Hunderten von Jahren immer am selben Material. Schön. So, und wir freuen uns über Cornelia Horn. Schönen guten Tag, Frau Horn. Ja, hallo ins Studio. Hallo, hallo. Hallo, grüß dich. Ich grüße euch alle beide. Danke. Grüße Und zurück. ich bin schon lange ein sehr großer Fan von dir und muss sagen, die Titel der neuen CD sind super toll. Dankeschön, Cornelia. Es So, freut mich, meine dass es dir Frage gefällt. wäre jetzt, Ja. David, hast du irgendein bestimmtes Ritual vor deinen Konzerten? Und die zweite Frage ist, das Geigespielen verlangt ja nun von deinen Händen bzw. von deinen Fingern viel, Ist anstrengend manchmal. genau, anstrengend. Ich hätte gern gewusst, wie pflegst du deine Finger? Und wie entspannst du jetzt nach einem 2-3-stündigen oder 2-stündigen Konzert? Wie kommst du da wieder ins Gleichgewicht mit deinen Fingern? Okay, gut. Moment, jetzt habe ich die erste Frage vergessen. Die erste Frage. Ritual. vom Ritual. Auftritt. Eigentlich überhaupt keins. Also das Allerwichtigste ist mir, dass du natürlich mit einem bestimmten Instrument auf die Bühne gehst und warm gespielt bist. Das heißt, du machst am Anfang schon Tonleitern, Arpeggios und guckst, dass du ein paar von den schwierigeren Passagen, die auch halt in einem Konzert passieren, dass du die noch mal langsam oder in Episoden arbeitest. Also das sind eigentlich so die Rituale, die man als Musiker hat. Einfach noch mal seinen Kopf sondieren, auch die Ruhe in dem Moment auch noch mal genießen, um dann die Energie für die Bühne zu haben. Was die Hände angeht, ich habe da überhaupt gar nichts. Also ich versuche manchmal natürlich ein bisschen zu dehnen, weil natürlich nach 2 Stunden ist schon ein bisschen verkürzt die Muskulatur und guckt man halt, dass man irgendwie wieder nach dem Konzert auch entspannt. Okay, ganz unspektakulär. Total. Frau Horn. Sorry. Aber es ist Und trotzdem ich wünsche dir noch viel Erfolg. Dankeschön. Die Ich nächsten dir Jahre auch. und morgen ein super Auftritt bei der Henne. Ich gebe Und alles. ich würde mich freuen, wenn du mir die CD noch signieren würdest. Das mache ich. Ich habe nämlich schon David in ist ganz vorbereitet. weiser. Cornelia. Cornelia, schreibt man das mit C oder mit C, K? oder? Also du kannst auch Conny schreiben, mit C von. Für Conny. So, Doppel-N-Y. Und vielleicht So. noch ein Autogrammfoto mit beilegen. Werden wir nachher machen. Alles klar, danke, Ganz tschüss. lieb. Liebe Grüße. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, jetzt sind wir gefragt. Beide, lieber David, komm.
hier drüben Alles klar. werden wir jetzt auf diesen Monitor starren. Die Kollegen lassen sich ja immer was Nettes einfallen, das Eye gerade of the so. Tiger. Ich bin gerade noch am Erklären. immer, Aber, das, aber dann mit ja, anspielen. genau. Also wir wollten schnell was den Zuschauer alles sagen. durcheinander. Emojis. Genau, wir raten jetzt Emojis. Du Sorry, kannst gerne spielen, los. Ne, das war super. Was heißt jetzt los hier? Okay, gut. So, jetzt das nächste. Mal sehen, das ist ja auf deiner CD. Jetzt müssen wir raten. Also, wir haben eine Zigarette, wir haben eine Wolke und Wellen. Das müssen jetzt irgendwelche Musiktitel sein. Jetzt hätte ich fast gesagt, Stay with Stay Heaven, wenn man raucht, naja, also Nee. könnte kritisch werden. Was könnte das denn sein? Es sind alles Songs, die du vielleicht mal auf eine CD pressen könntest. Du brauchst sozusagen nicht in deinen Gefäßen. Wolke und Wasser. Aber starke Wellen. Ja, helft mir doch mal hier im Studio, irgendwelche... Was? Smoke Smoke on the Water. Of course, natürlich. Der Logo. Ja, da hätte man drauf kommen können. Aber wir passionierte Nichtraucher. Naja, absolut. Kannst du das spielen? Ich habe es noch nie